Ja, wir stehen hier heute im Moviepark Germany und hier wird seit einigen Monaten ein Online-Messverfahren von DMT eingesetzt, um die Instandhaltung der Fahrgeschäfte effizienter zu machen. Dazu setzt DMT auf hochmoderne IoT-Beschleunigungssensoren vom Typ DMT VIP 3D sowie auf KI-basierte Algorithmen, um dem Kunden alle Auswertungen in Echtzeit auf den sogenannten Dashboards bereitzustellen. Der Kunde erhält dadurch natürlich immer den aktuellsten Überblick und kann somit sicher und vor allen Dingen schnell reagieren. Ja, und um dieses System jetzt besser zu verstehen, sprechen wir mit dem technischen Manager des Movieparks Germany, Carsten Prang. Ja, hallo Carsten, freut mich, dass wir hier stehen an der Stelle. Ja, hallo Simon, sehr gerne. Wir stehen jetzt hier genau mitten auf der Holzachterbahn bei euch im Moviepark. Das ist die älteste Holzachterbahn in ganz Deutschland. Ja, genau. Und auch das Objekt, worum es geht, denn hier wendet ihr ja bereits dieses Online-Messverfahren testweise an. Was genau wird hier betrachtet? Wir schauen uns neuerdings, muss man sagen, in der gemeinsamen Entwicklung mit der DMT ein Messgerät an, was die Beschleunigungsmessung und die Kräfte, die auf dem Körper einwirken, hier kontinuierlich misst in allen drei Dimensionen, allen drei Achsen. Ja, das klingt jetzt erstmal sehr komplex. Wie wird das Ganze umgesetzt? Wie wird die Messaufgabe umgesetzt? Also es befindet sich an den Fahrzeugen ein Messgerät, welches dann konstant Daten liefert. Diese Daten, Beschleunigungsdaten, werden gefiltert nach TÜV-Standard und uns direkt und in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Ja, und welche Vorteile das Messverfahren auch aus Sicht eines Prüfers haben kann, beantwortet uns jetzt Michael Krah. Ja, Herr Krah, Sie sind TÜV Nord Sachverständiger und führen jährliche Prüfungen durch und geben den Fahrgeschäften nach sorgfältiger Prüfung wie der TÜV, wie es so schön heißt. Jetzt wird ja derzeit wieder intensiv diskutiert darüber, welche Maßnahmen zur Sicherheit von Fahrgeschäften beitragen können. Fließen in diese Überlegungen auch Online-Messsysteme ein? Ja, also ich bin Sachverständiger bei der TÜV Nord Systems und Leiter für den Bereich fliegende Bauten. Wir führen also diese Prüfungen, diese jährlichen Prüfungen in den Freizeitparks und in den fliegenden Bauten durch. Diese Online-Überwachungsmonitoring-Systeme fließen natürlich auch in unsere Arbeit mit ein. Sie sind dafür gut, dem Betreiber zu zeigen, wie seine Anlage funktioniert und in welchem Zustand die Anlage ist. Und das bedeutet, dass die Betreiber eine höhere Sicherheit bekommen bezüglich der Verfügbarkeit, aber auch sehen können, welche Anomalien im Vorfeld passieren. Jetzt arbeitet ihr ja schon so ein bisschen länger mit diesem System. Gibt es vielleicht schon erste Erkenntnisse daraus? Ja, die gab es relativ schnell. Grundsätzlich konnten wir auf eine bestehende, ausgereifte Technologie zurückgreifen, die wir dann erstmalig auch nach unseren Ansprüchen gemeinsam mit der DMT für unsere Branche verfügbar gemacht haben. Und die ersten Eindrücke und ersten Erkenntnisse waren direkt positiv, muss man wirklich sagen. Die Eigenschaft der kontinuierlichen Messung ist eine, auf die ich heute nicht mehr verzichten möchte. Jetzt gehe ich davon aus, dass ihr auch schon vorher eine Vorgehensweise gehabt habt, wie ihr die Sicherheit auf diesem Fahrgeschäft sicherstellen konntet. Genau, also die Anforderungen sind grundsätzlich sowieso in unserem Personenbeförderungsbereich relativ hoch. Ja. Und es gibt natürlich Checklisten, es gibt ausgebildete Mitarbeiter, Checklisten auf verschiedenen Intensitätsstufen, die tägliche, die wöchentliche, die jährliche und die monatliche Wartung. Wobei die Kontinuität in der Form, wie sie jetzt momentan möglich ist, gab es bislang noch nicht. Das heißt, Sie sehen das Ganze auch als sinnvolle Ergänzung zu den kontinuierlichen Sichtprüfungen und auch zu Ihrer Arbeit? Als Ergänzung auf jeden Fall. Es ersetzt unsere Arbeit natürlich nicht. Aber der Betreiber bekommt halt eben ein Gefühl dafür, wie seine Anlage funktioniert und läuft. Und man kann halt eben gut erkennen, was man im Vorfeld schon tun kann. Ja, und helfen Ihnen bei den Prüfungen auch die Online-Aufzeichnungen? Die Online-Aufzeichnungen helfen uns in der Form, dass, wenn ein Schadensereignis entstanden ist, wir natürlich an der Historie sehen können, was im Vorfeld passiert ist, um da natürlich die Ursache besser mit zu ergründen. Herr Krah, vielen Dank für Ihre Eindrücke aus Sicht eines TÜV Nord Sachverständigen. Bitte schön. Abschließende Frage, du als technischer Experte, was würdest du vielleicht anderen Betreibern von Freizeitparks raten? Grundsätzlich würde ich dazu raten, Anlagen, die dazu neigen können, ihre Fahreigenschaften zu ändern, aufgrund ihrer baulichen Eigenschaften, dieses kontinuierliche Monitoring tatsächlich auch einzusetzen, weil diese konstante Messung und Signalisierung von Problemen dann halt auch automatisiert ist. Das heißt also, es ist eine konstante Überwachung einer Anlage in einer Form, wie es sie bis jetzt noch nicht gab. Der große Vorteil ist, dass dieses System sich tatsächlich auch von selbst meldet. Das heißt also, Abweichungen von der Normalität würden durch eine Anomaliemeldung auch direkt an welche Informationsquelle auch immer per E-Mail
oder wie es auch immer sein mag, dargestellt und mitgeteilt. Das ist der ganz große Vorteil.